Das musst du noch mal sagen. Wie heißt der? Claude? Der guckt genauso. The fish takes my name because I always look so So grumpy, yeah. And I'm always a grumpy cat with this cat, so. Claude, the stonefish? Yeah. Ja, I could be as venomous as this one. So. also ich das Geld überspare. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Wir sind endlich angekommen bei unserem Trip durch den Mittleren Westen bis ganz nach Omaha hier in Nebraska. Wir gucken uns heute hier den Henry Doorly Zoo and Aquarium, that's what it's called, I think. Very good. And we are here with Mitch. Mitch, awesome to have us. Coming, Alexander. Absolutely, it was quite a long way, but finally I made it after quite a while that we've been talking about this. So Yeah, it's been a while. really, really excited. Liebe Leute, wir nehmen euch jetzt mit hinter die Kulissen. Mitch will uns ein bisschen die Hintergründe vom Aquarium zeigen und während wir da sind, blenden wir euch dann immer ein, was es gibt. Ich mache immer wieder Übersetzungspausen, also keine Angst, es wird nicht nur Englisch, aber es wird viel Englisch, weil so ist es nun mal, wenn man in Amerika unterwegs ist. Also seid gespannt und kommt mit. Alright, let's go. Als erstes gibt es jetzt mal Quallen zu sehen, denn hier im OMAHA Zoo werden jede Menge Quallen ausgestellt und alle diese Quallen, die hier im Display sind, kommen tatsächlich von hier. Die werden hier gebrütet, hier großgezogen, gehen hier aufs Display und sterben hier. Und dann kommen wieder neue. Aber ich meine, das ist halt so. Ja? Quallen werden ja nicht besonders alt. Like the most hilarious things. All the jellies you have on display, you're obviously breeding yourself. So you told me you have 12 species roughly, different ones, but on display? 10 to 12 we produce here. Back in our jellyfish culture room, we have 10 to 12 species that we have in polyps. And then when we want to reproduce those, that's when we can get them to strobulate. We have a potential to do 10 to 12, but on display right now we have 6 different species. Fantastic. So here are the first ones. Which ones are those? These are our lagoon jellies, Phylloryza. So these are actually a photosynthetic jelly. Okay. So they actually live on sunlight, just kind of like a coral does. They have zooxanthellae in their tissue. That's why we have the big bright lights on them. We get some algae in there on the window, so it's not the cleanest right now. But so these are just mainly living on sunlight. But we also feed them baby brine, robust jellies, and one that are always kind of moving around all the time. So they're very, very strong jellies, have really strong pulsing motion to them. It requires a little bit less flow to keep them up and around. They have really strong swimming. So these are all tropical jellies. So these are 78 to 82, same. Come from coral reefs, come from around that area. So same as corals. Do those sting really bad? Oh, not bad. They have a pretty mild sting. Okay. These are actually the species of jellies that you hear about from Palau, from Jellyfish Lake. So those jellyfish in the Jellyfish Lake have actually lost their ability to sting. That's why you can swim with them so easily. But these still have a little bit mild sting to them, but it's not too bad at all. For men like us, it doesn't really affect strong German men, you know. Das sind hier tropische Quallen, jetzt der ganze Bereich hier, die wachsen also bei normalen Temperaturen, wie wir sie auch im Aquarium haben, 25 bis 28 Grad. Das ist so die erste Spezies, die hier ist. Jetzt werden wir uns mal weiter angucken, was es hier noch gibt. Upside down jellyfish is one of the other species that we raise that's a tropical species. These are the non-upside down jellyfish. These are upside down jellyfish, but you get a little bit of surface tension on the water. They tend to hang a lot. We don't really have a lot of surface area in there. So we just raise these up in giant numbers. I've been to an aquaculture conference and there's a big project where they want to have the Cassiopeia as food source. Yep. Because they are so easy to raise, or fairly easy to raise in large numbers. And then they dry them out and then they make a protein chip out of that. Right now in the process of getting that through the German Food and Drug Administration, basically, to allow that to eat them. I thought that was a very interesting project, but I didn't try them. I have heard about that in Japan, where they actually take those and dry them out and eat them. But jellyfish is a common food in other in Asia areas, right? Yeah, definitely. I've personally never had that.
Yeah, Have you eaten? I have not eaten a jellyfish before. Okay. But now that I think about it, you know, we have a ton extra, so maybe I'll give it a shot. Tomorrow morning at breakfast. Yeah. How bad could it be? Hier werden die Upside Down Jelly gebrütet in einer quasi endlosen Zahl. Das geht relativ einfach. Wie ich gerade erzählt habe, ich habe eine Aquakulturkonferenz. Da geht es tatsächlich darum, weil man einen sehr leichten Weg gefunden hat, die zu brüten. Es ist einfach eine sehr schnelle Proteinquelle, die auch zur menschlichen Nahrung taugen würde. Und da gibt es ein Projekt, das haben wir da auf der Konferenz gesehen, wo die Tiere dann ausgetrocknet werden. Und dann kann man die als Chips essen, so vom Fernseher, ohne Salz. Und proteinreich und ohne Fett. Also vielleicht irgendwie eins der Nahrungsmittel der Zukunft. All these are polyp trays, so all little fuzzy things in here that kind of look like fuzzy pink anemones. So you pick them from the tank, from the main display. So once you find out a few polyps, you can take them out, place them on egg crate or place them on whatever, and just start having them grow from there. So at this stage of their life, they're asexual. So they reproduce just like a coral does, just like a soft coral. They just spread and spread and spread and spread. Okay. So at this time, they're kind of infinite. You know, they can go on forever as a polyp. So at this stage, we feed them baby brine shrimp, keep them going so they keep on spreading. We can keep them as long as we want in this stage. All right. So when we do want to breed them, when we do want more jellyfish, we have some type of event that causes strobulation. And that event could be a change in salinity, a change in temperature, or using an artificial source. So if you don't want to wait for the change in temp and the change in salinity to make them go into that strobulation stage, you can use iodine. So iodine is something else that kind of shocks their system a little bit. And then they suddenly... And they'll go into reproduction mode. And that polyp, instead of being a little single polyp, will start to stack on top of each other. It looks like little tiny frisbees all along, and they'll start to stack, and then the top one buds off, and the top one buds off, and that's how you get your baby jelly. So what we do when we do that is, this is the outflow of the water. See, your water going in, your water outflowing here. So we'll just put a catch basin. Okay. Put a little basin underneath there to catch all the outflow. We catch all the Aquaria that are falling off of there, and then we start raising them up in different various vessels as they get bigger and bigger, until they get to one of the grow-out stages over here. Also geniale Geschichte, man kann die Polypen von der Cassiopeia so lange in dem Polypenstadium halten, wie man möchte. Die bleiben einfach erstmal so. Und wenn man dann die letzten Endes ausbrüten möchte oder dafür sorgen möchte, dass sie sich reproduzieren, dann gibt es ein Ereignis, was dafür sorgt, dass der Polyp plötzlich anfängt, sich zu multiplizieren. Das kann man zum Beispiel über Temperatur machen oder über Licht oder eben über Jod zum Beispiel. Also es wird einfach Jod hinzugegeben und in dem Moment fangen die Polypen einfach an, sich übereinander zu stapeln und alle die abfallenden Polypen können wieder aufgesammelt werden und somit hat man dann quasi eine unendliche Reproduktionsrate, weil man gar nicht eine befruchtete Eizelle in dem Moment braucht, sondern man geht einfach aus dem Polypenstadium raus. Yeah, except when you were saying that, you mixed up the two different parts with the polyps and the Aquaria. Okay. Got that mixed around. All right, okay. I'm just kidding. I had no idea what you said. Do you think I was listening to the whole thing? I basically did that, but Right now we're underneath the aquarium, so this is all the filtration, all the pressurized vessels, so the sand filtration, things like that are all down in this area here, all the pumps that pump upstairs. So everything is above us, and then we have what's called the mezzanine, which is above the display. So that's where all of our non-pressurized vessels like protein skimming and a lot of other stuff is upstairs. Yeah, we have various down here, various holding tanks, quarantine tanks. This is a holding tank right now for us for baby cow-nose rays. Stingray touch tank. That's in another part of the zoo where we have about 30 cow-nose stingrays for a touch tank. And they pup out. Every year we have babies from that exhibit. So these are 3 babies. Put them up here for a while, let them grow up a little bit before we put them back down with the adults. So these also all are bred here and raised? Yeah, cow-nose rays are fairly easy to breed. Put a couple males in them with a couple females and usually get some babies out of that. Okay. But touch tanks are very popular, very common in aquariums. So it's nice to be able to breed them enough that you can surplus these out to other institutions. And we filled our entire stingray touch tank with ones that were surplus and ones that were captive bred. Makes it nice and easy to get some stingrays in a nice, sustainable way. Gleich wieder als Hinweis, auch die Kuhnasenrochen werden nicht importiert oder gefangen. Die sind alle hier gebrütet. Wir haben es vorhin schon gehört, dass bereits 1974 oder 73 haben die hier schon die ersten kleinen Haie reproduziert, erfolgreich, sexuell vermehrt und haben die seitdem hier im Display. Und so ist es auch bei den Kuhnasenrochen. Das komplette Salzwasser, was sie hier brauchen, mixen die komplett selber. Das heißt, es kommt erstmal Salz und alle Hauptelemente rein, dann kommen alle Halogene und
Spurenelemente und so weiter rein, so wie es gebraucht wird. Und die machen alle 2 Wochen 30.000 Gallonen, also etwa 120 Kubikmeter in 2 Wochen, die hier verbraucht werden. Dazu muss man sagen, dass im großen Hai-Aquarium das Wasser, was sie zum Backwash brauchen, also zum Rückspülen der Sandfilter, das wird tatsächlich wieder verwendet. Das ist ein Lagerbehälter, wird dann mit Ozon behandelt, ordentlich abgeschäumt, Mineralien wieder hinzugegeben und dann wird das gleiche Wasser nochmal wieder verwendet, um einfach zu sparen, weil 120 Kubikmeter Salzwasser sind halt auch nicht umsonst. This is where we hold our excess stingrays. Any issues we have down here, we can move stingrays up here, take them off display, treat them up here, but this is our holding system for that. Die Stachelrochen werden alle hier gezüchtet und sind alles Tiere, die hier geboren wurden, die hier zum Display gehen. Und wenn es denen oben, gerade in den Touchpool-Tanks, schlecht geht, dann kommen sie eben wieder runter, werden behandelt, werden gepflegt und so weiter. Also es wird nichts entnommen. Generator that runs the entire aquarium. So if we have any power outages, any The power entire interruptions, aquarium? pretty much. Okay. I can do 600 kilowatts. So the things that we don't run when we have a power outage are puffins and penguins. They don't really need water movement or water filtration. And on our shark system, we can run 1 pump. Okay. Instead of the normal 6 pumps, just because those are 40 horsepower pumps a piece, and they take quite a bit of energy. But the rest of the aquarium, entire aquarium can run on this diesel engine. Wow. The longest we've ever gone without power is about 2.5 days without power. Oh, that happens? I've personally never experienced that. Like the longest power outage I had, and that was last year in the office, was 2.5 hours, and then it came back on. But yeah. Yeah, that was my first week at the zoo. So when I started in October of 1997, I started here as a bright-eyed, bushy-tailed aquarist and came in, and within a few days we had a huge ice storm. And so ice covers the trees. It happened in October, so all the trees still had leaves on them. All the branches became super heavy, came down, crashed, cut all the power lines, and that was citywide. Okay. So that wasn't just a small area, that was in the entire city out of power, all the line, you know, so it took some people up to 3 or 4 weeks to get power back. So luckily we were only out of power for 2.5 days, but you know, without this, everything would be dead in the aquarium within an hour anyway. So very important to have some type of backup surface. But you already had that back then? Yep. Das ist hier nicht etwa das Maschinenmuseum, sondern das ist ein Dieselgenerator, der tatsächlich bis auf einige wenige Ausnahmen, nämlich zum Beispiel die Pinguine und eine der Pumpen, die im großen Hai-Aquarium drin sind, komplett mit Strom versorgen kann. Die haben so viel Diesel auf Vorrat, dass sie also mehrere Tage hier tatsächlich das Aquarium betreiben können. Und das Ganze ist auch schon mal ausgefallen. Da war dann gleich mal für 2 Tage komplett das Aquarium aus. Also andere Leute hatten wochenlang keinen Strom in ganz Omaha, in der ganzen Stadt. Aber das Aquarium hat dann 2 Tage lang gebraucht und dann wurden die Verbindungen wieder hergestellt. Aber dafür ist es eben wichtig, ein Backup zu haben. Auch zu Hause übrigens. Also ich habe auch zu Hause einen Generator stehen, für den Fall, dass bei uns mal der Strom ausfällt, damit mein Aquarium nicht komplett über Kopf geht. Denn sag mal, die 10.000, 20.000 Euro, die man später mal als Tiere da drin hat, die sollte man ruhig mit so einem 300 Euro oder 500 Euro Generator eine Zeit lang versorgen können. Und wenn ihr dann einen Generator habt, denkt eben auch daran, einen Kanister mit Benzin dabei zu haben. Ansonsten hilft ihr euch nämlich nicht. Oben im Display gibt es einen Sonnenblumenseestern, ziemlich groß. Diese Sonnenblumenseesterne sind in der Gegend um Kalifornien quasi ausgestorben, schon seit mehreren Jahren. Es gibt da eine Krankheit, die alle dahin gerafft hat. Und als man das vor ein paar Jahren festgestellt hat, haben dann die Aquarien, also unter anderem eben OMAHA Zoo, gefragt, hat irgendjemand einen? Die hatten zu dem Zeitpunkt 2 in ihrem Display, einer davon aus Kalifornien, und die wurden dann sozusagen verbunden. Das heißt, man hat dann Spermien nach Nebraska geschickt, um dann hier sozusagen den weiblichen Seestern zu begatten, und dann hat man hier angefangen, die wieder zu züchten. Also die Tiere gibt es in der Natur nicht mehr, und jetzt werden die wieder gebrütet und dann hoffentlich auch wieder ausgesetzt, und man kann vielleicht die Population dadurch wieder retten. Und hier sind jetzt die kleinen Seesterne drin. So here's some of the babies. You can see on the side, there's a few there, a few on the bottom there, but right now we have about 20. So they're these juvenile sunflower stars, 6 months old right now. But right now we're just doing experiments. So the biggest issue is the feeding them, right? Yeah. What do they eat when they're juveniles? What is the best food to feed them when they're juveniles? What makes them grow the fastest? And some of the things that we know that they eat are just difficult to provide. So they eat baby sea urchins. Okay. Well, now you have to breed sea urchins to get baby sea urchins. You can't just go collect baby sea urchins. So we can raise baby urchins here at the zoo. We've raised tropical species. We've never done a cold water species. So that's another thing that we're going to try to figure out.
you know, the sea urchins that are cold water, how to breed them, if it's the same as tropical, is it the same to raise as juveniles. Is that whole program, is that a whole conservation program behind that? Or is that just something that you and maybe some other aquariums come up with? Or is that like an official, we have to save this animal status quo? Well, it started off as just, hey, what can we do? And it's turned into a conservation project. So now the sunflowers started to have the SAFE program. So in AZA institutions, there's SAFE programs for different species. Ones that aren't doing that well, and Sunflower Safe just came out about a month ago. Okay. So Ben, our aquarist, is the co-leader on that, which is pretty cool. So it's become a conservation project, and what we actually want to do is put these actually back in the wild. So to raise these up, you know, if there's none in the wild anymore, these are pretty valuable species right here. So to raise these up at the OMAHA Zoo, put these back in the wild at some point in time, and it sounds nice and easy. Hey, we'll just put these back in the wild, but there's a lot of different regulations, and the government gets involved, and it's just not us going and putting stuff back in the wild. There's a lot of different steps that go to it, and that's kind of an unprecedented thing to put stuff back in the ocean from Omaha, Nebraska. So that's all the different issues we have to work through. But the first issue we have to work through is how do we raise them? So if we can't raise these up to juveniles, then there's no point in going through all the government regulations. Discussing with politicians about the issue, right? Yeah. So once we figure this out and can do it in a better, easier way where we can raise up thousands of them at a time, then we can start talking about that reintroduction. Awesome. Also auch hier wieder ein weiteres Projekt, wo einfach zu Anfang begonnen wurde damit, ja, was können wir machen? Haben wir irgendwie die Möglichkeit, mit einzelnen Aquarien zusammenzuarbeiten? Mittlerweile ist das Ganze bei der AZA, also bei der Association of Zoos and Aquariums, ein großes Projekt geworden. Man versucht also mit mehreren Wissenschaftlern herauszufinden und die ganzen Aquaristen natürlich auch, wie können wir die am besten am Leben erhalten, am besten wachsen lassen. Es gibt natürlich überhaupt gar keine Unterlagen. Was frisst jetzt eigentlich in welcher Lebensphase dieser Seestern am liebsten und wie kriegt man ihn am schnellsten groß? Wenn das dann der Fall ist, dass man das rausgefunden hat, dann wird sozusagen der ganze politische Wahnsinn gestartet, nämlich wann dürfen wir den wieder nach draußen setzen, wann können wir das repopulieren, das Gebiet, aus dem er eigentlich kommt. Da gibt es natürlich eine Menge Vorschriften, die dann alle beachtet werden müssen, aber vorher muss man natürlich erstmal rausfinden, wie können wir die Dinger überhaupt am Leben erhalten, damit wir die dann auch großziehen können. Denn ihr habt gesehen im Bild, das Ding wird nachher so, ja, und jetzt sind sie so. Und dazwischen muss ganz viel Futter rein. Aber welches, das weiß halt noch keiner. So now we're in what we call the cold room. It's a little chilly in here. I feel that, yeah. So this is where we have all of our filtration for penguins, puffins, our quarantine for penguins and puffins. Because they're cold water birds, cold air birds, we keep this at about 40 degrees. Because this whole room is cold, we decided to put all of our cold water jellies in here. So we have the chilling thing, we can save a little bit of energy that way. We do all of our cold water jelly propagation in this room here. Das ist der sogenannte kalte Raum und ich kann euch sagen, das ist echt wie ein Kühlschrank hier drin. Wir haben ja also ungefähr 40 Grad Fahrenheit, was also so ungefähr 10 Grad, 11 Grad Celsius entspricht. Man hat das extra hier kalt gemacht, weil die gesamte Filtration für die Pinguine und für ein paar andere Tiere, die halt im Kaltwasser leben, hier in dem Raum ist. Damit man nicht jede Leitung einzeln isolieren muss, damit man kein Tropfwasser hat, wird einfach der ganze Raum auf der gleichen Temperatur gehalten. Weil der Raum gerade schon mal so schön kalt ist, kann man ihn natürlich auch dafür benutzen, alle Kaltwasserarten der Quallen hier zu halten, die hier auch eben gezüchtet werden. Das heißt, alle Quallen, die ihr hier seht, werden alle hier vor Ort gezüchtet, vermehrt, gehen aufs Display und werden dann eben ersetzt, sobald welche sterben. Aber die Quallen werden alle nicht mehr in der Natur entnommen, sondern die werden alle hier gebrütet. Und wie Mitch schon sagte, zwischen 10 und 12 Arten, die meisten davon Kaltwasserarten und die sehen wir hier. In jedem dieser kleinen Behältnisse hier ist eine unterschiedliche Art Quallenpolypen von den Kaltwasserkorallen. Das heißt, es werden permanent alle Polypen aufbewahrt in dieser Art Phase, wo sie ewig als Polyp existieren können. In dem Moment, wo dann welche gebraucht werden zur Vermehrung, werden welche abgenommen von den Polypen, dann wird Jod dazugegeben und in dem Moment fangen die Polypen sich an zu vermehren und dann gehen die Polypen sozusagen in die Aufwachsbehälter, wo sie dann letzten Endes in den Kreiseln, je nach Sorte, großgezogen werden, bis sie so groß sind, dass sie dann später aufs Display können. Wir sind jetzt ja unter dem Aquarium und alles, was druckbehaftet ist, also sozusagen Sandfilter, alles, was unter Druck bearbeitet wird, ist unter dem eigentlichen Aquarium. Also wir befinden uns ja im Keller jetzt gerade. Alle Sachen, die mit wenig Druck arbeiten, Abschäumer und die ganzen Behälter oben, Displays, die kleineren Filtersysteme, wie zum Beispiel Trommelfilter oder eben auch solche Sulfat, wie heißt das?
Sulfatabsorber für Nitrat, Phosphatabsorber, Phosphat. Streich den Scheiß einfach. Mir fallen die Wörter nicht mehr ein. Also dieses ganze Zeug ist halt oben. Deswegen sehen wir hier unten nichts. Also nicht, dass ihr euch wundert, dass es noch keine Abschäumer gibt. Die stehen gleich alle oben. These are baby brown sharks. Yeah, so this is one of our larger holding tanks that we have here in the aquarium. And these are actually about a year old. So these are baby brown sharks. We have a brown shark species on display upstairs. And our brown sharks are breeding at different times during the year. Sometimes they get pregnant. Unfortunately, sometimes when they get birth on display, other sharks are on the display. And we have a very hard time getting them out in time. But we were lucky enough to get a few of them out last time they bred. These are two of them that we have, Spot and Peaches. Hopefully, in the next couple months or so, we're going to put them on display, and hopefully their adults remember them and treat the little kids that they are and not eat them. Not only raising these up, catching them off display and raising them up, but it's a pretty big deal for us to kind of come full circle and put them back on display. How much work is that? So most of the time they pup during the nighttime, and that's why we have a hard time knowing when she's going to pup. We knew she was pregnant. The aquarist that was taking care of them really did monitor that. Usually you know she's pregnant because she stops eating. Okay. Even though she's not eating, she's getting bigger and bigger. You kind of have an idea when she was going to pup out, but you don't really know the exact date, of course. So she was just really watching it very closely and noticed that during her morning rounds going through that she saw a couple pups starting to come out. So immediately took action. The pups are fairly easy to catch. We cut them all from the top. A lot of times they spy hop in the very beginning. Just taking them off the top. If they go down below and they're on the bottom, that's when they usually get eaten by the big groupers and everybody else. So we caught 4 of them off the top. So they usually take food very readily, but since they're growing, they eat a lot. So adult sharks upstairs only eat twice a week, you know, not eating all the time. Whereas a baby shark, you're feeding it 3 times a day, sometimes 4 times a day. Okay. Just to keep their metabolism up and keep them growing. So it's just taking a lot of time and energy, getting them to take food, make sure they're taking food. Seeing a bigger exhibit like here, you know, trying to get them to a spot where they can readily feed. And so it does take a lot of time and energy to raise them up. Die beiden Haie sind tatsächlich auch hier im Display geboren worden. Zusammen mit 2 anderen. Die 2 anderen haben es leider nicht geschafft, schon relativ früh. Aber die 2 wurden dann tatsächlich durch gekonntes Monitoring, wurde es erkannt, dass überhaupt der Hai, die Haifrau, schwanger war und dann ebenfalls diese 4 Haie da bekommen hat. 2 davon, wie gesagt, werden großgezogen, wir sind jetzt schon 1 Jahr alt. Die kann man aber noch nicht wieder ins Display zurücksetzen, weil nämlich normalerweise die Eltern die einfach fressen würden. Deswegen müssen sie jetzt erst noch ein bisschen größer werden, damit sie dann nicht mehr so interessant sind als Speiseplan, sondern vielleicht einfach nur als Mitschwimmer. Die erinnern sich daran halt eben leider nicht. This is our coral propagation that we have. I'm kind of a coral geek from way back in the day, you know, starting back in the early 90s, keeping coral. So this is something I started when I first got here in 97. We had a very small coral propagation project back in the early 90s. So as we've gone on, I've expanded it, turned it over to the aquarist now that I don't really do much anymore. And now they do almost all the propagation down here. So now we have 3 troughs that are just exclusively for coral propagation. For your systems as well. Yeah. So we mainly propagate corals just to have extra corals for stuff that we have upstairs. We have extra corals, we can surplus those out to other institutions. When we put something on display, we don't want to put a little tiny stick on display. Put a little bigger colonies on display so they take up a little more space, look a little better. All our displays are a little bit bigger displays, so it takes a little bit more to kind of fill them in. Alle Korallen, die ihr seht, also auch in den nächsten Becken, das sind Korallen, die hier einfach hinter den Kulissen auswachsen oder gezüchtet werden, teilweise vermehrt werden. Es wird natürlich zwischen den Institutionen sehr viel hin und her getauscht. Das heißt, die Korallen werden dann unter Umständen, wenn sie halt hier gut wachsen, werden die halt in ein anderes Aquarium gegeben. Da wird auch wieder was großgezogen, sodass in den Displays immer auch große Tiere drin sind und nicht nur einfach kleine Mini-Frags irgendwo dann da rumstehen, weil das halt nach nichts aussieht. These are SAM filters for the shark tank, which is above us, right? You said. Yeah, so right now we're standing underneath the shark tank, so the tunnel that you went through is kind of outlined above us. So all the SAM filters, pumps, all the noise that you hear, is all the stuff that goes into keeping that shark tank nice and clean. Ja, in jedem dieser Sandfilter übrigens sind 25 Tonnen Sand. Sind damals die größten gewesen, die gebaut wurden. Und der Sand wurde vor ein paar Jahren einmal ausgetauscht. Ab und zu muss man das mal machen. Und dann kommen die mit Vakuumrüsseln hier rein und saugen den ganzen Sand ab. Und dann geht es mit Säcken
wieder in den Sandfilter. It started affecting corals back in 2014 down in Florida, started off. It's a disease that we've never seen before. Main problem with it, it affects over 30 species of coral and has almost a 90 to 95% mortality rate. Ja. So it's just kind of wiping out everything in the Caribbean. Because of that, the government wanted to take out corals to kind of arc them. Ja. So we were asked to take in over 90 corals back then to hopefully keep these corals, breed them, and then put the babies back in the ocean at some point in time. As soon as they are cooled down and all the other issues sorted. Yeah, hopefully the disease kind of comes and goes, burns itself out. We don't see the disease again. But it's made its way throughout almost the entire Caribbean. Right now they're having kind of unprecedented warming in Florida with ocean temps over 90 to 95. So multiple issues going on right now. Ja. Hopefully the babies that we can put back in the wild can sustain some of the stuff going on and grow up and become adults. Also auch hier sehen wir die gleichen Korallen, wie wir sie in allen Aquarien gesehen haben, bislang auf unseren Reisen in den USA, aus Florida kommen und die ein Teil dieses Rettungsprogramms sind. Jedes Aquarium macht ja, wie gesagt, da mit. Und so sieht man es eben auch hier. Diese Korallen sind vor 2 Jahren hier in die Becken gekommen und werden seitdem hier gehalten. Man lässt die Korallen wachsen und man versucht natürlich auch, die sexuell zu vermehren. Also auch das ein Teil der Rettungsaktion, wo sich die öffentlichen Aquarien alle extrem einbringen, weil alles das kostet natürlich auch extra Zeit fürs Personal. Now we took the elevator upstairs, and so now we're on top of everything. So this is called the mezzanine. We're above all the aquariums, the big shark tanks right in front of us here, all the protein skimming and all the other stuff that takes above. Dieser Teil des Aquariums ist also direkt verbunden mit dem Hauptdisplay und der geht 11 Meter nach unten. 3 Stockwerke. Und die 3 Stockwerke sind einfach voll mit Wasser, um einfach das Volumen des Gesamtsystems zu erhöhen. Das war damals eben die Philosophie, als das Becken hier geplant wurde. Wir sehen das bei jedem Aquarium. In den meisten Anlagen sind dann einfach dahinter ein riesiger Tank. Da sind dann nochmal 10.000 Gallonen extra drin, die einfach mit dem Display zusammengeschaltet sind, um die gesamte Stabilität zu erhöhen. Das sind 450.000 Gallonen, das sind also knapp 2 Millionen Liter, die hier das Haibecken hat. Also das ist schon eine ordentliche Größe und wir haben nochmal diese 2 Millionen Liter eben in den Becken, die dahinter stehen, um einfach nur das Wasservolumen zu erhöhen. Would have been actually better to just have a 4 million liter or 900,000 gallon display tank, right, for the sharks. I mean, you have to ask Dr. Simmons back in the 1992. So expanding the exhibit out, we could only make it. I don't know what the f he did. I don't know why he did it. Okay, just you know, I came in here in '97. It was already built. I don't know why he did it. Okay. Well, you could punch a hole through the wall, but then probably all your sharks will be staying here, in the back. and none of them would have will be in front of the window. So, also wo auch immer die Entscheidung herkommt, dass man das so baut, wurde halt eben hier so gemacht, kann man auch nicht mehr ändern nachträglich. Jetzt ist es eben so. Deswegen ist aber eine Besonderheit in dem Gebäude. Man muss sich überlegen, wir haben hier 6 Meter Wassertiefe, 18 Fuß bis zum Boden. Guckt euch den Boden hier an. Der Kies ist super sauber und der Kies wird nicht gereinigt. Hier in dem Aquarium funktioniert es so, dass die einfach von unten den Kies durchspülen. Das heißt, der wird nicht zwischendurch irgendwie mal aufgespült oder wie auch immer. Es wird permanent von unten Wasser in den Kies gedrückt und das Wasser geht ins Aquarium. Letztes Jahr wurde aufgrund von der Undichtigkeit die ganze eine Seite ausgetauscht und man hat den Kies rausgeschüttet. Es kam überhaupt kein Dreck raus. Also das Ding ist picobello sauber und wenn man hier runter guckt, es sieht einfach so aus, als wäre es einfach weißer Kies. Und daran wird nichts gemacht. We're in the very bottom of the basement of the aquarium. So these are 30-foot and 40-foot towers that come up. So all the ozone is injected into here. This water actually goes all the way to the basement, comes all the way back up, goes all the way back down to the basement, comes over, and then comes up to the degas. So that dwell time as it goes up and down is the ozone contact time. So by the time that contact time is up, hopefully by the time it gets to the second tower, all the ozone's dissipated, used up. It then goes to a bio tower. It then goes to the back of the display. So all those different safety steps are basically there, so we don't get any ozone, any residual oxidants back in the tank. Alright. Ja, das sind die Ozonbehälter, in denen Ozon eingespeist wird. Die Behälter sind 2 Stockwerke hoch. Das heißt, das Ozon muss durch einen Behälter komplett nach oben, dann durch den anderen Behälter wieder komplett nach unten und geht dann im dritten Behälter in einen Rieselfilter rein, wo dann, wenn nach dem zweiten Behälter oder nach dem zweiten Durchlauf noch Ozon drin sein sollte, das dann im Rieselfilter rausgeht, das wird nach oben entlüftet.
weil an dem Haifischbecken keine Abschäumer dran sind, muss man sich natürlich irgendwie einen anderen Gedanken finden, wie man das Ozon da reinbekommt. Das war das Aquarium, wo früher einfach große Fischschulen drin waren. Da war es bis oben hin voll. Im Zuge des Umbaus, den Mitch hier mit veranlasst hat, ist dann einfach unten eine Qualienausstellung reingekommen. Hat man sich überlegt, wie können wir dieses riesen Aquarium hier rausbauen. Und dann haben sie überlegt, weißt du was, wir machen das nur halb voll, machen Quallen rein und haben eine gute Strömung eingebaut. Also die arbeiten unten mit Flexrohren, die dann in verschiedene Richtungen blasen. Man kann das Ganze über 6 Hähne einstellen. Schon hat man ein wunderschönes Quallenaquarium gebaut. So up here we also have all of our live foods where we're going to base all of our larval fish program. So we're trying to raise up as many fish species as we can. And so we've always toyed around with the molar program and quite on a large scale before. So we've done a couple Anthea species here. About 15 different species we've raised here at the zoo. So we're just going to kind of ramp it up, have a broodstock only tank so we can actually concentrate on certain species. Also auch wieder Brüten, Brüten, Brüten. Wir haben hier schon über 12 Spezies an Zierfischen nachgezüchtet. Und es werden auch alle Aquaristen dazu angehalten, in ihrer sozusagen Freizeit, also in der Zeit, in denen sie nicht unbedingt die großen Displays sauber machen müssen oder sich darum kümmern müssen, sich an solchen Projekten zu beschäftigen. Und viele machen das eben und brüten dann einfach, keine Ahnung, Demoisellen oder eben Clownsfische oder das mögliche andere. Dazu gehört natürlich auch immer der gesamte Futterbereich. Also man muss eben alles an Lebenfutter generieren. Auch das wird hier hinter den Kulissen ebenso nebenher gemacht. Definitely take a scene of the AFC sitting in there as it's nice and visible. Ist ja auch mal schön, wenn man mal eigene Produkte sieht. Und da unter anderem hängt dann eben eine AFC 400, die bei dem Aquarium über die gesamte Vorderseite ordentlich Strömung rüberdrückt. Bei großen Becken muss man ja das Wasser ordentlich bewegen. Hat Claude gerade erst wieder in seinem Vortrag, den wir in der Schule in Des Moines gehalten haben, Link zum Video finden wir da bestimmt, hat er es noch erklärt, warum Korallen ordentliche Strömung brauchen, damit sie auch diese Grenzschicht tatsächlich durchdringen. Also das frische Wasser, was an die Koralle kommen soll, muss die Grenzschicht durchdringen, die durch die Verwirbelung an der Koralle entsteht. Und da braucht man schon ein bisschen Strömung. Das geht nicht ohne. Ganz wichtiger Punkt. Alright, Mitch, thank you for carrying us around throughout the whole facility. I've been telling you to come for years, and we finally did. So yeah, it's thanks just for coming out. It's just taken almost 10 years. A long time. But I do this promise now that we will be back, because I know we're going to be back in the region because we all love this trip so much. The whole area here has been fantastic. So looking forward to see that again, and I'm looking forward to see you on the next conference. Hey, we got a big zoo. You only saw the aquarium, and we got an entire zoo to see. So damn, we forgot to see the zoo. Exactly. Yeah. Well, we'll do that next time, I assume. All right. Liebe Leute, das war's soweit aus dem OMAHA Zoo Aquarium. Ich hoffe, dass wir euch bald ein Video nochmal bringen können, wenn wir hier in den Zoo fahren. Aber fürs Erste war es das. Ich fand es super interessant zu sehen, was hier alles hinter den Kulissen noch gemacht wird von den ganzen Leuten, die hier arbeiten. Spannende Geschichte. Es geht eben nicht nur darum, irgendwie die Natur auszurauben, sondern viele Sachen gehen auch wieder zurück. Wir haben auch darüber gehört, dass noch Haie hier gebrütet werden, die wieder zurück in die Natur sollen. Da wird euch der Tobi sicherlich noch ein Video dazu erzählen. Also auch das, schaut euch an, abonniert den Kanal, lasst uns ein Like da und bis bald, Leute. Macht's gut. See ya. Can I use my 8th grade German? Yes, you can use your 8th grade German. Auf Wiedersehen. Tschüss. Perfect. We train them. So when we have guests, we train them to come up here and sit there for them. Toby, that's the special place to sit down, you know? Yeah, that's a color spot. I've actually never seen that shark there. Really? Well,